November 1944. Wir befinden uns in einer Montagehalle irgendwo in Mitteldeutschland. Vor einem Mann steht eine Holzattrappe. Maßstab 1:1. 2 Rümpfe verbunden durch ein gemeinsames Tragflächenmittelstück. 4 Motoren. Eine Spannweite von 27,34 Metern. Der Mann heißt Heinrich Hertl. Professor, Chefkonstrukteur bei Junkers, einer der besten Flugzeugbauer seiner Generation. Er hat die He 100 verantwortet, an der Ju-288 gearbeitet, die Vollsichthöhenkabine der Ju-86 konstruiert. Ein Flugzeug, das bis auf 14 Kilometer Höhe stieg. Und jetzt steht er vor einer Attrappe. Nicht, weil er am Anfang steht, sondern weil das Projekt, das er gerade geerbt hat, schon durch 2 andere Firmen gelaufen ist und trotzdem nirgendwo angekommen ist. Das ist die Geschichte der Dornier Do 635, einem Fernaufklärer, der gleichzeitig bei Dornier, Heinkel und Junkers gebaut werden sollte und den keiner von ihnen fertiggestellt hat. Doch um zu verstehen, warum Hertl an diesem Novembertag vor einer Holzattrappe steht, statt vor einem flugbereiten Prototyp, müssen wir zurück ins Jahr 1944. Und zurück zu einem Flugzeug, das am Anfang dieser ganzen Geschichte steht. Der Do 335. Die Dornier Do 335 war keine normale Konstruktion. Die meisten zweimotorigen Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs hängen ihre Triebwerke links und rechts in die Tragflächen. Das gibt Auftrieb, aber auch Widerstand und bei Ausfall eines Motors eine tückische Asymmetrie. Die Do 335 löste das Problem anders. Ein Motor vorne, ein Motor hinten. Beide auf der Längsachse des Rumpfes. Der vordere zieht, der hintere schiebt. Angetrieben über eine 3 Meter lange Fernwelle, die durch den gesamten Mittelrumpf läuft. Stellt euch das vor wie ein Lastzug mit 2 Zugmaschinen. Eine zieht vorne, eine schiebt hinten. Kein Schlingern nach links und rechts bei Ausfall einer Seite. Kein asymmetrischer Schub, nur gerader, kraftvoller Vortrieb. Das Ergebnis: bis zu 775 km/h. Das schnellste kolbengetriebene Serienflugzeug der Welt. Nun dachte jemand beim Reichsluftfahrtministerium, was wäre, wenn man 2 davon zusammensetzt? Die Idee war nicht neu. Heinkel hatte mit der He 111Z bereits gezeigt, dass 2 verbundene Rümpfe funktionieren konnten. 5 Motoren, ein gemeinsamer Mittelflügel, eine Maschine, die schwere Lastensegler ziehen konnte. Wenn dasselbe Prinzip mit der Do 335 funktionierte, bekam man 4 Motoren, eine Spannweite von 27,34 Metern und eine Reichweite, die in andere Dimensionen zeigte. 7.600 Kilometer. Berlin nach New York ohne Zwischenstopp. Das war keine Übertreibung. Das war die Projektionszahl für den Fernaufklärer, der aus dieser Idee werden sollte. Die Dornier Do 635. Geplant war Folgendes: 2 Do 335 Rümpfe, verbunden durch ein gemeinsames Tragflächenmittelstück. Der linke Rumpf trägt den Piloten, der rechte den Funker. In der Ladeluke des linken Rumpfes 2 RB-50-Kameras für Luftaufnahmen. Im rechten 5 Markierbomben. 60 Kilogramm das Stück, um Ziele zu kennzeichnen. Keine Bewaffnung. Wer mit 720 km/h fliegt und 7 Stunden in der Luft bleibt, braucht keine Kanonen. Er ist weg, bevor der Feind ihn überhaupt gesehen hat. Theoretisch. Das Problem war, dass das Projekt schon bei seiner Geburt das Falsche war. Zu groß, zu komplex, zu spät. Und was dann folgte, war kein Entwicklungsprozess. Es war ein Staffellauf, bei dem der Stab 3-mal weitergereicht wurde und am Ende niemand mehr ans Ziel kam. 1944 legte Dornier dem RLM das Projekt unter der Bezeichnung Do 335Z vor. Z für Zwilling. Das Ministerium bestätigte den Entwurf, forderte aber Modifikationen. Unter anderem: die Reichweite sollte von 4.400 auf 6.000 Kilometer steigen, dann auf mehr, immer mehr. Jede neue Anforderung bedeutete eine neue Konstruktion. Das Fahrwerk musste überarbeitet werden, das Mittelstück, die Rümpfe. Irgendwann war das Flugzeug so weit vom ursprünglichen Do 335 Muster entfernt, dass es seinen neuen Namen brauchte: Do 635.
Dann entschied das RLM, dass Dornier nicht die richtige Firma für dieses Projekt war. Der Grund klingt nachvollziehbar. Heinkel hatte mit der He 111Z bereits Erfahrung im Doppelrumpfbau. Also wurde das Projekt übergeben. Das war nicht das Ende des Projekts. Es war der Anfang einer Wanderschaft. Heinkel war bereits früher in die Do 335 involviert. Als Nachtjäger-Umrüster, nicht als Aufklärungsprojekt. Als das RLM stattdessen einen Langstreckenaufklärer forderte, war Heinkel mit der Konstruktion vertraut. Und mit der He 111Z hatte die Firma Doppelrumpf-Erfahrung. Die Logik des Ministeriums war nachvollziehbar. Das Projekt bekam intern die Bezeichnung P1075. Später He 635. 2 Do 335 Rümpfe, neue Zwischenfläche, vergrößerte Außenflächen. Besatzung 2 Mann. Keine Bewaffnung. Bei 725 km/h braucht man keine. Reichweite 7600 Kilometer. 100 Kilometer über der Anforderung. Auf dem Papier fertig. In der Realität kaum abgeschlossen, da übernahm bereits die nächste Firma. Oktober 1944. Das RLM und Vertreter der Luftwaffe beschlossen, den Entwurf an Junkers zu übergeben. Das Ziel? Vereinfachung, leichtere Produktion und jetzt 8000 Kilometer Reichweite. Die Anforderungen wuchsen, die Zeit schrumpfte. Das ist keine gute Kombination. Heinrich Hertel übernahm das Projekt und er machte es noch einmal komplett neu. Das Tragflächenmittelstück bekam eine konstante Tiefe, einfacher zu fertigen. Die äußeren Flügelteile leicht gepfeilt, 2 1200 Liter Zusatztanks unter den Flächen. Das Fahrwerk wurde komplett neu gedacht, mit einem abwerfbaren 5. Rad unter dem Mittelstück. Fallschirm zur Bergung inklusive. Die Besatzung 3 Mann, eventuell 4. Pilot und Funker im linken Rumpf, 2. Pilot im rechten. Der 4., wenn vorhanden, ein Navigator, ebenfalls rechts. Für den Start 2 Walter-Raketenstarthilfen, weil das Flugzeug bei vollem Treibstoff zu schwer für einen normalen Startlauf war. Der linke Frachtraum trug 2 RB50-30 Kameras. Oder alternativ eine Kamera und einen 250 Liter Tank für das GM-1 Höhenleistungssystem. Der rechte 5 Markierbomben zu je 60 Kilogramm. Am Ende stand die Attrappe, vor der Hertel im November 1944 steht. Sie wird besichtigt, abgenickt, für gut befunden. Am 7. Dezember erfolgt eine zweite offizielle Besichtigung. Alles im Plan. 4 Prototypen sind bestellt. 6 Vorserienmaschinen. Der erste Prototyp soll im März 1945 flugbereit sein. Im Januar 1945 wird die Fertigstellung der V1 bei einer Besprechung auf Mai verschoben. Im Februar beginnen auf dem Flughafen Prag die Vorbereitungen zum Prototypenbau. Dann stoppt das Projekt. Der Grund ist in einem internen Dokument erhalten. Ende 1944 gab es keine dem Verwendungszweck entsprechenden Aufgaben mehr. Das Schwergewicht der Flugzeugindustrie musste auf den Jagdflugzeugbau konzentriert werden. Das ist keine Bürokratensprache, das ist eine Kapitulation vor der Realität. Ein Fernaufklärer mit 7600 Kilometern Reichweite braucht Ziele, die sich zu erreichen lohnen, und eine Industrie, die Zeit hat, ihn zu bauen. Am 5. Februar 1945 wird die weitere Arbeit an der Ju 635, so heißt das Flugzeug inzwischen offiziell, eingestellt. Am 15. März versucht der Rüstungsstab noch einmal einen Neustart. Junkers solle weitermachen, aber nur mit einfachsten Produktionsmethoden. Auch daraus wurde nichts. Die Windkanalmodelle wurden getestet. Die Attrappe steht. Der erste Prototyp existiert nicht. 725 km/h Höchstgeschwindigkeit, 7600 Kilometer Reichweite, Fluggewicht 32.908 Kilogramm. 4 Daimler-Benz DB603E, je 2000 PS beim Start, zusammen 8000 PS, verteilt auf 2 Rümpfe, die sich gegenseitig stabilisieren. Zum Vergleich: Die besten alliierten Aufklärer, Mosquito PR, F-5 Lightning, lagen bei 600 bis 700 km/h, Reichweite 2000 bis 3000 Kilometer. Die Do 635 wäre in einer anderen Liga gewesen.
Atlantiküberquerungen zur Aufklärung, Ziele fotografiert, bevor ein Abfangjäger überhaupt gestartet wäre. Das bedeutet, ein Aufklärer, der über London fotografiert und längst wieder über der Nordsee ist, bevor der erste Spitfire-Pilot seinen Motor gestartet hat. Kein Radar der Alliierten hätte rechtzeitig reagieren können. Dienstgipfelhöhe 11.000 Meter. Damit flog das Flugzeug in einer Höhe, in der die meisten alliierten Jäger schlicht nicht mehr manövrierfähig waren. Gut, das klingt nach Propaganda. Es ist Mathematik. Die Do 335 Rümpfe produzierten schon einzeln die schnellsten Kolbenflugzeuge der Welt. 2 davon zusammen ergeben kein doppelt so schnelles, aber ein doppelt so ausdauerndes Flugzeug. Das Problem war nicht die Technik. Das Problem war, wie immer, der Zeitpunkt. Ende 1944 zeigte Deutschland auch Japan seine neuesten Konstruktionen. Die Ju-635 beeindruckte. Reichweite, Geschwindigkeit, Konzept. Aber ein Technologietransfer über den halben Globus mitten im Krieg war schlicht undurchführbar. Das bittere Fazit: Selbst die Japaner, die kaufwillig wirkten, konnten nicht kaufen, weil es nichts zu kaufen gab. Was blieb, war ein Windkanalmodell und eine Holzattrappe. Heinrich Hertel überlebte den Krieg, arbeitete zunächst in Frankreich an Strahlflugzeugen, dann bis 1955 im Kohle- und Erzbergbau und kehrte nach Deutschland zurück und lehrte an der TU Berlin. Er wurde ein Pionier der Bionik in der Luftfahrt. Er untersuchte Haifischkörper und entwickelte Rumpfformen mit geringerem Luftwiderstand. Aus dem Mann, der das schnellste Aufklärungsflugzeug der Welt hätte bauen sollen, wurde einer der kreativsten Denker der Nachkriegsluftfahrt. Die Do 335, aus der die Do 635 entstand, gibt es noch. Ein einziges Exemplar heute im Stephen F. Udvar-Hazy Center in der Nähe von Washington. Von der Do 635 blieb nicht einmal das. 3 Firmen, 3 Anläufe, 0 Flugzeuge. Das ist die Geschichte eines Projekts, das nicht am Können scheiterte, sondern daran, dass es keine Aufgaben mehr gab, für die es gebraucht wurde. Wenn euch solche Projekte interessieren, Flugzeuge, die fast existiert hätten, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr beim nächsten Mal direkt dabei.